Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. Einen wunderschönen guten Tag mal wieder zu einem Review-Talk. Wir haben dieses Format wieder für uns entdeckt und wie es gerade so kommt, erscheinen gerade alle Videospiele. Oh ja. Deswegen passt es doch wunderbar, dass wir einfach mal weitermachen mit diesem wunderbaren Format. Dieses Mal ebenfalls wieder mit einem Spiel, was einen großen Story-Fokus hat. Yes. Dieses Mal aber nicht von einem ganz unbekannten Entwicklerstudio, sondern von einem, was unter anderem als Vorbild für Disco Elysium galt, in der Form von Chris Avellone, der ja bei Obsidian arbeitete, Entschuldigung. Und Obsidian haben vor einigen Wochen The Outer Worlds herausgebracht. Yes. Ein Spiel, was ziemlich gut ankommt, was du durchgespielt hast, wo du mir wieder weit voraus bist, das habe ich immer noch vor. Und wo ich sehr gespannt bin, ob du da dem allgemeinen Lobpreisungen zustimmen kannst. Kann ich auf jeden Fall. Ich mag dieses Spiel sehr, sehr gern. Es ist ja wirklich Fallout New Vegas in nochmal neu und hübscher und auch, ich weiß nicht, ob ich es besser nennen würde, dafür habe ich Fallout New Vegas nicht genug gespielt einfach. Aber fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen moderner an und gleichzeitig trotzdem wie ein Spiel aus dieser Zeit, weil es halt exakt dieses Schema ist, weißt du? Und in dem Sinne hat mich die Outer Worlds auch nicht wirklich überrascht mit irgendwas, was es macht, sondern sehr genau diese Erwartungen erfüllt. Dieses Versprechen, was sie eingelöst haben, hey, wir machen hier einen Fallout-like in Space mit gutem Obsidian-typischen Writing, und das kommt ja von den Leuten, die auch am Original Fallout beteiligt waren, was man merkt. Und dieses Versprechen haben sie einfach eingelöst. Das ist genau das. Das ist super. Was dann ja auch heißen würde wahrscheinlich, dass es ziemlich stark in diese Satire-Richtung gehen wird. Auf jeden Fall. Da habe ich ja gehört, dass das mal bei Fallout der Fall war. Anno dazu mal. So ein bisschen, ich habe das immer alles, das war doch alles ernst. Also in The Outer Worlds gibt es ja keine große Alien-Verschwörung im Hintergrund oder so ein Kram, sondern der Antagonist in dieser Spielwelt, in Halcyon, diesem System, in dem du unterwegs bist, ist das Board. Und das sind irgendwelche nebulösen Büro-Suits, die du auch nur selten wirklich triffst im Spiel, die halt Entscheidungen treffen auf so bürokratischer Ebene, wo dann zig Formulare nötig sind, um irgendwelche Sachen zu machen, und sich die Leute, die wirklich leben in diesen Welten und in diesen Outposts auf den verschiedenen Planeten, sich die Hand an den Kopf schlagen und sagen, warum? Und denkt ihr nicht an das Leben der Leute hier, so nach dem Motto. Es ist ein sehr zynisches Spiel an der Stelle, also dass es auch ein bisschen böse wird in seinem Humor, aber ich finde nie zu zynisch. Also in dem Spiel gibt es halt die Möglichkeit für einen Happy End, und das ist dann auch wirklich ein Happy End. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie auch am Ende noch so mit einem Augenzwinkern, ist ja doch alles scheiße. Okay. Nee, du hast schon wirklich auch gute also es hat auch Herz hinter es hat auf jeden Fall Herz. Der Kapitalismuskritik. Genau, und das äußert sich halt in verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei den Charakteren, die super sind. Gleich als erstes bekommst du Parvati, das ist so eine Ingenieurin, die so ein bisschen awkward ist, die wird gesprochen von Ashley Burch. Ja, okay. Mein gesamter Twitter-Feed eine Zeit lang war voll mit diesem Charakter, weil alle so begeistert von ihr waren. Kann ich auch total nachvollziehen, weil es gibt dann, weißt du, für dich selbst gibt's, oder zumindest habe ich keine gefunden, gibt es nicht so wirklich eine Romanze, aber sie hat eine mit einem anderen Charakter, und die kannst du begleiten und so ein bisschen mitformen, und das ist super drollig und ehrlich und schön, wie sich das da formt, und wirkt auch sehr echt, finde ich, und dadurch gewinnt auch der Charakter Parvati sehr viel Persönlichkeit. Das finde ich eigentlich ganz cool, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dadurch wird so eine Romanze ja eigentlich inhärent so ein bisschen zweiseitiger, weil in diesen Rollenspielen, also BioWare-Romanzen sind ja immer so ein bisschen das Problem, du klickst halt das, was der andere hören will, und am Ende schlaft ihr miteinander. Ja. Und das ist halt was sehr so, ich habe die jetzt erobert für mich, Punkt. Genau. Was halt ist, weil der eine Charakter der Spielecharakter ist. Aber wenn du halt begleitest, wie zwei NPCs das miteinander machen, könnte ich mir vorstellen, dass es deutlich natürlicher wird. Es ist auch dieses, du magst Parvati, weil sie halt so, also sie ist ja einfach ein netter, guter Charakter und hat halt diese Awkwardness so ein bisschen und spricht ganz viel in so Engineer-Terminologie, und du willst dadurch, dass sie glücklich wird. Also willst du ihr helfen bei ihrer Quest, weil das ist quasi ihre Companion-Quest. Du hast insgesamt 6 Companions, an die jeweils Quests gekoppelt sind, die du machen kannst, die teilweise auch zu den Highlights im Spiel gehören. Und ich finde, das ist einfach eine smarte Möglichkeit, sowas wie eine Romanze einzubinden. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top.
but I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Du hattest im Podcast ganz am Anfang, oder vielleicht war es auch im privaten Gespräch, bin mir nicht ganz sicher, kurz erwähnt, etwas, was mir mit meinem, ich habe es zwar eine halbe Stunde angespielt, auch aufgefallen ist, nämlich, dass zumindest zu Beginn noch der Vergleich mit Disco Elysium so alltäglich erschien. Das war im Podcast, ja. Genau, im Writing. Hat sich das irgendwie im Spiel ein bisschen gelockert, dass sich das Spiel ein bisschen, lösen konnte von diesem Vergleich, oder wie war es? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang dachte ich noch wirklich, oha, die Dialoge sind ja alle voll knapp und ich habe jetzt hier was bewirkt, worauf ich gar nicht jeden Charakter ansprechen kann, weil die Disco Elysium da halt so komplex wird und natürlich aber auch den Vorteil hat, ne, da ist nicht viel animiert, da ist nicht viel vertont, in Outer Worlds muss halt alles animiert und vertont werden. Trotzdem ist das Writing hier auf einer hohen Qualitätsstufe und du hast immer noch viele Möglichkeiten. Und das ist mir aufgefallen, als ich dann durch war und nochmal einen neuen Charakter angefangen habe und teilweise nochmal in alte Saves reingegangen bin, um mir andere Entscheidungen anzugucken. Weil eines dieser Dinger, das ist gleich am Anfang, du musst dich entscheiden, ob die Energie zu so einem Outpost geht, zu so einer Stadt, die von einem dieser Bordbürokraten geleitet wird, oder zu so ein paar Deserteuren, die gesagt haben, wir haben die Schnauze voll von diesem Ort und haben hier unser eigenes Ding aufgemacht. Und du entscheidest halt, welche von diesen 2 Fraktionen Energie bekommt. Und die andere bleibt halt dunkel. Und das klingt, als wäre es eine binäre Entscheidung, ist es aber nicht. Okay. Und wie wenig es das tatsächlich ist mir erst beim erneuten Spielen dann aufgefallen, weil dann habe ich halt die andere Seite genommen und dachte dann so, okay, das ist jetzt halt die andere Entscheidung, konnte dann in dieser Entscheidung aber nochmal sich spaltende Wege gehen und hatte dann so Sachen, dass man die doch noch mehr zusammenführen konnte, als ich dachte. Weil in meiner ersten Version dachte ich so, ja, okay, ich weiß, den einen geht's jetzt scheiße, so, aber irgendwie auf Dauer wird es denen bestimmt helfen. Und diese Folge siehst du nie im Spiel selbst, sondern im Epilog. Okay. Also da kommt dann so eine Texttafel, die dir vorgelesen wird. Klassiker. Richtig. Finde ich auch okay, so, also finde ich jetzt nicht so schlimm. Und da war dann doch noch mehr möglich, als ich am Anfang dachte. Und das war sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Also da hat es auf jeden Fall immer noch diese Tiefe, dass du wirklich ein bisschen das Gefühl hast, du kannst was bewirken in dieser Spielwelt. Und es ist nicht dieses Gut und Böse. Es gibt kein Moralsystem. Es gibt nicht dieses, hey, ich habe Engelspunkte bekommen, hey, ich habe Teufelspunkte bekommen, gut, weißt du? Weil das gab es ja auch in den Bethesda Fallout-Spielen, das Blödsinn. A couple months ago, I might have put in for a transfer. It's a big colony. Spacer's Choice has other towns. Now, I couldn't show my face in any of them. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin gerade von Disco Elysium gekommen, es tut mir leid, dass der Vergleich so ein bisschen für mich als ist ja richtig, es sind ja die 2 Rollenspiele gerade. Ich habe es gerade wirklich vor wenigen Stunden durchgespielt. Das heißt, ich bin da jetzt gerade so völlig verwöhnt, Dialoge. Jetzt ist ja die Outer Worlds ein, ich nenne es mal vollwertiges, ohne das jetzt werten zu meinen, Rollenspiel mit Item-Management, mit Kampfsystemen. Wie hat dir denn der Aspekt gefallen? Also hat der dich abgelenkt? Hat er das erweitert? War der einfach da? Teils. Also das Gunplay finde ich vollkommen solide. Ich habe angefangen mit Nahkampfwaffen und dachte mir dann, nee, das macht mir nicht so wirklich Spaß, weil das ist so wildes Gefuchtel und irgendwie hat sich random Geklicke wirkte immer wie das Effektivste, weißt du, und du hattest nicht so ein Gefühl, dass du methodisch vorgehen konntest, außer vielleicht mit ein bisschen langsameren Waffen, aber es hat sich nie so richtig gut angefühlt. Und dann bin ich umgestiegen auf Schusswaffen und bin die meiste Zeit mit einer Sniper rumgerannt und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, weil da kommt dann auch dieser eine Gameplay-Twist hinzu, ne? Du hast hier nicht das System, dass du einzelne Teile so anvisierst in einer kompletten gestoppten Zeit, sondern einfach eine Slow-Mo, eine Bullet-Time im Wesentlichen, die du mit Perks dann auch noch ein bisschen erweitern kannst. Und das passt sehr gut zum Snipern, wenn da jemand in der Ferne langläuft und du willst ganz präzise einen Schuss setzen. Du hast immer noch du kannst Leuten auf Beine schießen und die dadurch beeinflussen. Habe ich aber nie so wirklich gebraucht. Aber das bleibt auch, das bleibt frei. Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie in Fallout irgendwas das snappt nicht oder so. Genau. Ja, genau. Okay. Also du zielst wirklich komplett frei. Es spielt sich dann im Wesentlichen wie ein stinknormaler First-Person. Da war ich tatsächlich im kurzen Anspielen auch überrascht, dass ich fand, das hat sich echt ganz gut gesteuert. Halt jetzt nicht kein Titanfall, aber ich fand, es war auch kein Fallout 3. Also es war schon besser, als ich das von den Bethesda-Spielen gewohnt habe. Ich fand Fallout 4 war auch schon ein Schritt nach vorne. Das habe ich halt nicht gespielt. Aber ich finde, Outer Worlds ist nochmal einen Schritt von der Warte aus. Stealth ist auch möglich, habe ich jetzt nicht so viel gespielt, in meinem neuen Save mal ein bisschen mitprobiert. Aber obwohl ich das dann nicht so richtig geskillt hatte, konnte ich trotzdem am Ende des Spiels noch
durch so bestimmte Gebäudekomplexe durch, ohne entdeckt zu werden, weil es gibt so ein System, dass du so ein Kostüm im Wesentlichen annimmst von den Leuten, die jeweils dort arbeiten und dann nicht auffällst für eine bestimmte Zeit. Okay. Und wenn du dich bewegst, dann geht diese Zeit nach unten. Wenn du stehen bleibst, dann passiert nichts. Eine Zombie-Fights. So. Ja, so ein bisschen. Und wenn du in der Zeit es schaffst, da durchzugehen, ohne entdeckt zu werden, ne, dann vermeidest du halt Kämpfe. Und durch Dialoge und so kannst du auch wahnsinnig viele Kämpfe vermeiden. Und was ich sehr schön finde, ne, du hast ja diese ganzen Skills wie Überzeugung und Lügen und Charme und den ganzen Kram. Und nicht nur die sind in den Dialogen relevant. Also auch wenn du einen hohen irgendwie Nahkampf-Angriffswert hast, schaltet das manchmal Dialogoptionen frei. Und das ist ziemlich cool. Und umgekehrt, ne? Also die Lügen... Wenn du niedrigen oder was ich meine, ist auch so, also die Dialog-Skills wie irgendwie Charme oder so haben auch Effekte auf den Kampf, dass du irgendwie mehr Schaden über Zeit machst. Oder dass die Gegner so in Angst weglaufen oder so ein Kram. Genau, das passiert dann auch noch. Ja. Und was es ja auch gibt, das musste ich dann machen aus Neugierde in meinem zweiten Run, einfach mal einen Charakter so dumm wie möglich machen. You're a few stars short of a constellation. Weil du dann die Option bekommst, dumme Dialoge auszuwählen. Oh, that's good. Was ein bisschen, also Welcome to my life. Die sind sehr lustig, aber ich fand es ernüchternd, dass es nicht durchgezogen ist. Weißt du, in Fallout 1 ist es ja wirklich so, dass du nur noch Bullshit sagen kannst. Nur noch so, das sind nicht mal Worte, die der formuliert. Und die Leute reagieren dann da drauf. Und das wird so durchgezogen. Und hier ist es so, die Dialoge sind alle normal, nur manchmal kannst du etwas sehr, sehr Dummes sagen. Und es gibt ja sogar so die Option, ne, der erste große Questgeber, dieser Bürokrat da in der ersten Stadt, den habe ich dann umgehauen, woraufhin dann Parvati, die daneben steht, sagt, du hast ihn gerade einfach so umgebracht, ich muss von dir weg, ey. Und du sagst so, hä, umgebracht? Wen? und sie sagt dann, na hier, du hast gerade den Typen umgebracht. Und sie sagt, oh ja, das passiert mir manchmal, ist so die dumme Option, die du nehmen kannst. Und dann hat sie wieder Mitleid mit dir und bleibt bei dir. Wow, das ist wirklich, sehr, sehr gut. Ja, generell dieses Spiel ist wirklich witzig. Also der Dialogwitz und die Situationskomik, die ist on point. Sehr gut. Da hat's mich auf jeden Fall. Gameplay-technisch, was mir nicht so sehr gefällt, ist dass so Sachen wie das Inventarsystem wirkt sehr auf Konsolen ausgelegt. Ich habe es auf dem PC gespielt. Du hast dann überall diese großen Symbole für die Items, keine richtig schönen Sortierfunktionen oder Übersichtsoptionen. Wirkt alles ein bisschen ungelenk und du lootest so endlos viel in dem Spiel. Dieses ständige, ich komme in einen Raum rein und hier nehme ich mir erstmal von der Küchenzeile alle Nahrungsgegenstände, von denen es 20.000 gefühlt gibt, verschiedene, was überhaupt nicht sein muss. Es hätte 3 verschiedene Buff-Typen geben können und das war's. Wie ist denn das mit dann Gewicht? Ist da viel? Ja, das kommt auch noch. Also es gibt Perks, die ich immer sofort genommen habe, die das erhöhen, das Gewicht, was du trägst, weil wenn du dann zu viel trägst, kannst du nicht mehr sprinten, kannst nicht mehr Schnellreise machen und so ein Kram. Das ist ja in der Regel immer das, was ich jetzt rausmodde. Also ich mag keine Mod außer diese Mod, weil das fand ich immer scheiße. Ich finde das auch furchtbar. Ich weiß auch nicht, warum das gehört scheinbar so dazu, irgendwie aber schon, keine Ahnung. Weil es entmutigt doch zu looten. Total. Das ist so blöd. Du hast einfach Perks, damit das Spiel weniger nervig wird. Ja, richtig. Ich meine, in Bethesda hätte daraus jetzt eine Subscription gemacht, aber First World. Ja. Was ich noch sehr mag, du bist ja auf verschiedenen Planeten unterwegs in dem Spiel. Ne? Das heißt ja wirklich Outer Worlds, weil du auf verschiedenen Orten bist und manchmal auch Raumstationen oder so ein Kram. Und was sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht haben, ist nicht zu sagen, wir machen hier die größten Welten, die es jemals gab. Das sind immer recht kompakte Orte mit einer überschaubaren Anzahl an Quests, die teilweise auch immer in die Hauptquest mit reinfüttern und die dann teilweise noch beeinflussen können. Und dadurch hast du ein Spiel, was sehr fokussiert wirkt, sehr so wirkt, als hätte man da eine sehr klare Vision für gehabt und bist halt nach so 20 Stunden durch. Also ich habe knapp 20 Stunden gebraucht und ich habe nicht viel liegen gelassen. Also ich hatte Companion Quests gemacht, ich hatte vielleicht am Ende noch eine Handvoll Sidequests übrig oder sowas, aber selbst wenn du die dann alle machst, ich glaube viel mehr als 20 Stunden wirst du da drin nicht verbringen und ich persönlich finde das super, weil das nicht so
überladen wirkt. Ich brauche nicht 20 Millionen Nebenaufträge, die eigentlich total egal sind. Sind denn die Nebenaufträge, die es gibt, dann auch so gut, also vertont und einzigartig? Ja, es gibt ein paar sehr, sehr schöne Missionen. Es gibt so auf der Groundbreaker, der Raumstation, auf der du ganz am Anfang schon bist, gibt es so ein, ich weiß nicht mal, ob das wirklich eine Quest ist, aber es ist einfach ein guter Moment, so ein NPC-Händler, der hat so einen Mondhelm auf und mit dem quatschst du und kannst ihn Sachen fragen und er wandelt alle deine Fragen über ihn in Werbesprüche von seiner Firma um. Und das ist sehr lustig, weil er halt langsam so ein bisschen abdriftet und es durchsickern lässt, wie scheiße er das findet, diesen Job zu haben. Und da merkst du auch wieder, dass das Writing halt sehr, sehr gut ist. Ich habe so Bock, jetzt zu spielen. Das hört sich alles ziemlich cool an. Du kannst bei dem Typen dann auch diese Mondhelme kaufen, was ich direkt gemacht habe und habe sie meinen Companions aufgesetzt. Ja, dieses Bild habe ich sehr oft gesehen auch. Ja, das ist so lustig, weil die stehen ja immer so dicht an dir dran, wenn du dich so umdrehst und manchmal hast du da so eigens erstellte Jumpscares. Hast du die Meal-Faces da überall. Ja, wirklich. You would never ask if you knew what it's like in here. I mean, why, anyone can be a Spacer's Choice Consumer Relations Choice Specialist. Es hat auch noch so schöne Details, ne, dass auch dein Schiff, die Groundbreaker, hat ja eine KI, die mit dir redet, die dich immer irgendwie begrüßt oder dir dann sagt, hey, hier gibt es gerade Streit auf dem Schiff und dann gehst du in die Küche und da streiten sich ein paar deiner Companions miteinander, wodurch das auch nochmal ein bisschen lebendiger wirkt und die haben auch eigene Räume, die sich dann verändern im Laufe der Companion Quest, weil sie dann da Gegenstände drin haben, die sie sammeln. Es ist sowieso ein bisschen komisch. An manchen Stellen ist dieses Spiel sehr detailverliebt. Zum Beispiel hast du so einen Ort, Stellar Bay heißt der, da wird dir in der Geschichte erklärt, das war mal Terra One, glaube ich, also sollte eines dieser großen Outposts werden und hat dann nicht so gut geklappt. Und dann wurde es zu Stellar Bay. Und da gibt es so ein schönes Detail, wenn du rausgehst aus dieser Stadt, siehst du das Schild von denen und von hinten siehst du noch den alten Schriftzug Terra One oder Two. Und wenn du dann nicht umdrehst, steht da Stellar Bay, wo ich so denke, ja super, da hätte keiner sonst dran gedacht, das ist ein super schönes Detail. Und dann auf der anderen Seite ganz viele wiederholte Assets. Also viele der Gebäudetypen sehen gleich aus, erkennst du total wieder, du läufst durch bestimmte Räume bestimmt 10-mal im Spiel oder noch mehr und hast manchmal so Sachen, es gibt ganz am Anfang der Ort mit der ersten großen Quest, wenn du da von der falschen Seite an die Haupttür rankommst, dann sind da so Vögel davor, die wegfliegen und ich glaube immer nach rechts, egal von welcher Seite du kommst und sie fliegen dann ins Gebäude rein, wenn du von der falschen Seite kommst, wo ich so dachte, ja, das sind dann die Budget-Eingrenzungen, die es da mit so wahrscheinlich. Nicht AAA. Dabei ist es kein hässliches Spiel. Nee, es ist aber, das liegt vor allen Dingen ja am Art-Design, weil das fand ich auch technisch kein überragendes Spiel. Nee. Aber es holt da viel raus, weil es irgendwie, also gerade bei seinen Charaktermodellen hat es halt sehr diesen Bethesda-Look irgendwie, finde ich, aber besser, also nicht so künstlich, aber man erkennt es schon gute wieder. Beleuchtung. Vor allem in der Umgebung, fand ich halt, haben sie wirklich viel rausgeholt. Ja. Das ist wirklich schön bunt, mit toller Fauna und Flora. Das ist und abwechslungsreich. Cool. Wirklich schöne Panoramen, die das Spiel teilweise zaubert, wo du dann so erstmal einen Screenshot machen willst oder so. Also das kriegen sie durchaus hin. Wie gesagt, Welten sind kompakt. Bei der Story war ich dabei. Ich hatte dann halt so ein Happy End, so ein richtiges und dachte so wirklich, ach schön. Obwohl dieses Spiel so fies teilweise sein kann und so ehrlich, hat es dann trotzdem noch dieses Ding, was ich sehr mag, dass es halt auch so sich traut, dann im Umkehrschluss zu sagen, nee, das hast du dir jetzt verdient, dass es auch gut wirkt. Und auf der anderen Seite kannst du halt ein totales Arschloch spielen. Also das ist auch möglich. Ja. Oder du kannst das ist so gut, du hast ja diesen einen Typen, der dich kontaktiert am Anfang, weil ich habe die Prämisse ja jetzt gar nicht groß erwähnt, ne? Du bist eingefroren gewesen ganz lange Zeit in so einem Schiff, was vergessen wurde vom Board, absichtlich, und wirst dann wieder aufgetaucht von so einem Wissenschaftler und der ist einer der meistgesuchten Leute in Halcyon und den kannst du ja ans Board verraten. Und wenn du das aber machen willst, bei der ersten Gelegenheit, sagt er dir erstmal, ja, bevor du das machen kannst, ich habe so ein paar meiner Formulare verlegt, wir brauchen hier noch das und das und das und da musst du erstmal so einen bürokratischen Prozess durchmachen, um überhaupt den Typen zu verraten, was finde ich auch sehr spricht zu der Satire, die sehr viele schöne Details. Genau. Indeed. And you know where he is? Excelsior. Und das ist es im Wesentlichen. Voice Acting ist hervorragend. Ja. Musik unauffällig, würde ich sagen. Und ich glaube, damit hätten wir die Outer Worlds
adäquat bewertet. Ich finde, das klingt halt wirklich, wirklich super cool. Die Konkurrenz, die ich so ein bisschen jetzt unabsichtlich mit Disco Elysium bekommen, ist halt ein bisschen schade, weil das halt beides so hervorragende Spiele sind und das zu sein scheinen im Falle von Outer Worlds für mich, dass sie da eigentlich gar nicht in Konkurrenz stehen müssten, weil sie auch so unterschiedlich sind. Es ist halt dieser klassische Kontrast. Das, was du damals schon hattest, ne? Planescape Torment wurde immer genannt als, hey, guck mal, wie krass und komplex so eine Story sein kann, aber halt nur in diesem Rahmen, dieser alten Infinity Engine, wo alles über Text oder fast alles über Text funktioniert. Und parallel hattest du halt die BioWare-Spiele ab der Xbox-Generation, die halt gesagt haben, nee, wir inszenieren das jetzt richtig. Ja. Und da hast du dann halt die Epicness auf der anderen Seite. Und die Outer Worlds ist so ein, finde ich, sehr guter Zwischenschritt, der beides so ein bisschen zusammenbringt. Immer noch nicht so komplex wie Disco Elysium, aber trotzdem kann das richtig was. Ja, sehr, sehr cool. Gibt es auf dem PC, soweit ich mich erinnere, nur im Epic Store oder im Game Pass? Ja, ich habe es über Game Pass Xbox One, PS4 natürlich ebenfalls. Ich werde es mir dann, jetzt kommt erstmal das Stranding raus und dann ich hoffe, ich werde es noch dieses Jahr schaffen, aber ich bin mir relativ sicher, weil das einfach zu cool klingt, um es nicht selbst zu spielen. Und so mega lang ist es ja zum Glück nicht, deswegen ist das sehr machbar. Ganz große Empfehlung für dieses Spiel. Wie gesagt, ist jetzt kein Meisterwerk in dem Sinne, aber ein sehr, sehr guter Vertreter seines Genres und sie haben halt genau das gemacht, was sie versprochen haben. Einen Fallout-like, das besser ist als die letzten Fallouts. Dann sind wir mal gespannt, was Obsidian dann mit Budget mit Microsoft so vorhat. Stimmt. Okay. Ja. Dann soll es das gewesen sein mit diesem Review-Talk. Ihr könnt uns auf Patreon und Steady unterstützen, würde uns sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.